In einem ersten Schritt könnt ihr den Vögeln einen Kolben anbieten und sie die Hirse noch von der Stange aus fressen lassen. Sprecht dabei beruhigend mit dem Wellensittich. Aber vorsichtig, erzwingen solltet ihr nicht. Zeigt der Vogel mit weit aufgerissenen Augen und panischem Flattern, dass er Angst vor dir hat, solltest du ihn in Ruhe lassen. Die Vögel reagieren sehr empfindlich auf Stress und können auf die Dauer nicht nur Krankheiten entwickeln. Manch ein Vogel wird so panisch, dass er an einem Herzanfall sterben kann oder sich beim Fluchtversuch verletzt. Solltet ihr viel Geduld mitbringen und auch eine hohe Frustrationstoleranz entwickeln. Denn selten klappt es direkt beim ersten Versuch. Und es gibt auch immer wieder Rückschläge. Bei besonders ängstlichen Wellies könnt ihr den Abstand zur Hand vergrößern, indem ihr die Kolbenhirse für die ersten Versuche an einen Stock bindet. Haben die Wellensittiche Vertrauen geschöpft und sind ein paar Mal auf den Stock geklettert, könnt ihr langsam versuchen, den Stock mit eurer Hand zu ersetzen. Häufig ist das Verhalten der Wellies von ihrer Tagesform abhängig. Manchmal sind sie neugierig und offen und an anderen Tagen wollen sie einfach nicht mitspielen. Wiederholungen sind der beste Helfer beim Zähmen eines jeden Haustieres. Es hängt auch stark vom Individuum ab. Am besten startet ihr mit den neugierigsten und mutigsten ins Warm. Ihr kennt ja sicher einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die sowieso eure Nähe sucht oder nicht gleich schnell verschwindet, wenn ihr euch dem Vogel nähert. Habt ihr den mutigsten davon überzeugt, dass keine Gefahr droht, wenn sie die Kolbenhirse fressen, wird der Futterneid auch bald die anderen überbringen. So könnt ihr nach und nach Kolbenhirse und Hand näher an den Wellensittich heranbringen, bis sie eines Tages tatsächlich auf eure Hand springen und die Kolbenhirse direkt aus der Hand fressen. Haltet die Hand so ruhig wie ihr könnt, denn die Wellies sehen sie schlicht als Sitzstange an und werden, wenn sie drohen runterzufallen, davonfliegen. Ihr solltet eure Hand auch nicht wegziehen, wenn die Vögel daran knabbern. Sie untersuchen die Hand nur und wollen feststellen, ob sie gefährlich ist. Beim Abwehren der Hand mit Schnabelattacken müsst ihr abwägen. Wenn ihr die Hand direkt wegzieht, lernt der Vogel, dass er eine Gefahr abgewehrt hat und wird immer wieder versuchen, euch so abzuwehren. Ist der Welli aber sichtlich gestresst, würde ich mich langsam zurückziehen, soweit bis der Vogel sich wieder beruhigt hat und es später noch einmal versuchen. Beharrlichkeit und Geduld sind beim Zähmen gefragt. Wichtig ist, dass ihr die Bedürfnisse der Wellensittiche respektiert. Also verfolgt die Wellensittiche nicht, wenn sie vor euch flüchten, und gönnt ihnen eine Pause, damit sie sich beruhigen und in Sicherheit bringen können. Nehmt einmal die Perspektive des Vogels ein. Ihr seid viel größer und gefährlicher als jeder andere Beutegreifer. Als kleiner Vogel würdet ihr euch auch nicht darüber freuen, wenn plötzlich eine riesengroße Hand vor euch auftaucht und euch in eine Ecke des Käfigs oder Vogelzimmers drängt. Lasst den Welli bestimmen, wie viel Nähe er zulässt. Er sollte freiwillig zu euch kommen. Ihr bietet ihm nur die Gelegenheit an, der Kolbenhirse zu fressen. Nicht mehr und nicht weniger. Hat das Fressen aus der Hand geklappt, könnt ihr versuchen, den Vogel zu streicheln und ihn dazu zu bringen, auf einen Finger oder einen Stock zu klettern. Meist werden die Vögel automatisch auf einen unter den Bauch gehaltenen Stock oder den Finger klettern. Natürlich nur, wenn sie nicht stark verschreckt sind. Streichelt die Vögel zuerst am Bauch, denn Bewegungen von oben erinnern die Tiere an Raubvögel. Das Streicheln am Kopf oder im Nacken kann erst ganz am Ende stehen, wenn die Vögel euch völlig vertrauen.